Ja, liebe Teilnehmerinnen des Workshops Boxme inklusiv und mehrsprachig von und miteinander lernen. Ich freue mich, Ihnen auf diesem Weg ein Tool vorstellen zu dürfen, das bei der Entwicklung einer inklusiven Klasse oder einer inklusiven Lerngruppe oder einer inklusiven Schule unterstützend wirken soll. Mein Name ist Rainer Grubich, ich bin von der Pädagogischen Hochschule Wien und hier am Institut für Urban Diversity Education tätig. Ich leite hier den Arbeitsbereich inklusive Bildung. Das Tool, das ich Ihnen vorstellen möchte, heißt QuickCheck und dient eben zur Evaluierung oder Selbstevaluierung oder zur Entwicklung inklusiver Settings, inklusiver Ideen. Ich werde dazu jetzt eine Präsentation Ihnen zeigen und diese erläutern. Der Quick-Check, Quick soll nicht heißen schnell, denn Entwicklungen gehen meistens nicht schnell, sondern brauchen ihre Zeit, brauchen Prozesse und Abläufe. Das Quick ist eine Abkürzung für Qualität in inklusiven Klassen oder Lerngruppen. Es soll eben zur Entwicklung einer inklusiven Schule dienen, zu einer inklusiven Klasse, zum inklusiven Unterrichten. Der Quick-Check basiert auf dem Index für Inklusion. Da war sozusagen die Grundlage oder das Vorbild für die Entwicklung des Quick-Checks. Äh, Die Idee war nur, ein Instrument zu schaffen, das vielleicht etwas leichter handhabbar ist. Sie finden den Quick-Check unter dieser Adresse. Hier kann man den Quick-Check downloaden und ihn eben dann zur Verwendung vervielfältigen oder eben auch digital verwenden. Wie kann man den Quick-Check verwenden? Zum Beispiel, wenn Sie als Lehrerin oder als Lehrer Ihren Unterricht alleine reflektieren wollen. Dazu kann man den Quick-Check verwenden. Oder Sie wollen ihn im Klassenteam mit Ihren Teamkolleginnen im Klassenteam den Unterricht reflektieren. Dritte Möglichkeit ist, dass wenn Sie ein Schulstufenteam an der Klasse haben, dann kann hier ein inklusives Unterrichtskonzept mit Hilfe des Quick-Checks zum Beispiel entwickelt werden. Oder wenn Sie sich Feedbacks von den Schulpartnerinnen einholen wollen, dann ist auch hier der Quick-Check recht hilfreich. Natürlich, wenn Sie als ganzer Standort eine inklusive Standortentwicklung vorantreiben wollen, ist der QuickCheck auch gut verwendbar. Und er ist gut verwendbar, als wenn man ein Methodenrepertoire als Schulleiterin oder als Schulleiter braucht. Die Struktur des QuickChecks. Der QuickCheck besteht aus Ebenen auf der einen Seite, die wieder in Bereiche unterteilt sind, und aus einem Handlungsplan, der auch verschiedene Elemente hat. Er hat einerseits einen Evaluationsstern, dann gibt es Items, also Aussagen, die einen gewissen Standard in einem Bereich zum Thema inklusive Qualität beschreiben. Dann gibt es den Bereich der Vision, wo man sich sozusagen die Ziele setzt in dem Bereich, wo man arbeiten möchte. Dann gibt es einen Aktionsplan, in dem auch die Durchführung dann dokumentiert werden kann. Und schließlich am Schluss wäre dann noch die Evaluation, ob eben die Aktionen, die man geplant hat in dem Bereich, den man sich vorgenommen hat, auch gegriffen haben. Die Ebenen. Der Quick-Check hat 5 Ebenen, nämlich die Ebene Inklusion, die Ebene Ich, die Ebene Wir, die Ebene Struktur und die Ebene Praxis. Die Ebene Inklusion besteht wiederum aus 3 Bereichen, nämlich dem Bereich Menschenbild, dem Bereich Werte und dem Bereich Ziele. Die Ebene Ich hat 2 Bereiche. Den ersten zum Thema meine Haltung, meine Einstellung, und der zweite Bereich meine Kompetenzen in Bezug auf inklusive Schule, auf inklusives Unterrichten. Die Ebene Wir teilt sich in 5 Bereiche.
Im ersten Bereich geht es um das Lehrerinnen-Team, das eben in der Klasse oder in der Lerngruppe arbeitet. Der Bereich 2 beschäftigt sich mit der Schulleitung, Bereich 3 mit Expertinnen aus dem in- und außerschulischen Bereich. Bereich 4 bezieht sich auf die Schülerinnen und der Bereich 5 auf die Erziehungsberechtigten. Die Ebene D ist die Ebene Struktur. Hier gibt es 3 Bereiche. Der erste Bereich bezieht sich auf die Lerngruppe Klasse, der zweite Bereich auf den Standort und der dritte Bereich auf die Öffentlichkeit. Und schließlich die Ebene E, die ist die Ebene Praxis. Hier gibt es 4 Bereiche. Den ersten Bereich Unterrichtsplanung, der zweite Bereich bezieht sich auf die Durchführung des Unterrichts, der dritte auf die Unterrichtsreflexion und der vierte Bereich auf die Beurteilung. Dann gibt es noch den 5. Bereich Schwerpunkt Soziales Lernen, den 6. Bereich Schwerpunkt Interkulturelles Lernen, Mehrsprachigkeit und Bereich 7 Schwerpunkt Geschlechtersensibles Lernen. Der Handlungsplan, der besteht eben aus einem Evaluationsstern vorerst und Items. So sieht der Evaluationsstern aus. Man sieht hier eben einen Kreis, eine Kreisabbildung mit Zahlen von 1 bis 12, sozusagen wie die Uhr. Und dann gibt es noch Ringe von außen nach innen mit A, B, C, D, E bezeichnet. Und zu jedem Evaluationsstern gibt es dann eben, oder zu jedem Bereich gibt es eben dann 12 Aussagen, 12 Items, die Qualität beschreiben. Ja, zum Beispiel haben wir hier das Beispiel Ebene Ich, also wo ich mich als Lehrperson einschätzen kann im Bereich 1, wo ich zum Beispiel schauen kann, ich begegne allen Schülerinnen mit Wertschätzung oder ich sehe die Unterschiedlichkeit der Schülerinnen als Chance für das Lernen und Lernen und so weiter. Und hier kann ich dann auf dem Evaluationsstern meine Einschätzung machen. Zur Aussage 1 zum Beispiel, je mehr ich mich einschätze, dass das zutrifft, desto weiter oben, also dann würde ich auf dem Ring A sozusagen hier einen Punkt machen. Und wenn es weniger zutrifft, dann komme ich mehr ins Innere hinein. Also zum Beispiel wenn ich zum Item 2 mir denke, na, gelingt mir so mittelgut, dann würde ich bei C den Punkt machen. Und das ergibt dann, wenn ich alle Items mir durchschaue von einem Bereich, einen Evaluationsstern, wo ich dann recht deutlich schon sehen kann, wo ich sozusagen schon entwicklungsmäßig sehr weit gekommen bin und wo meine sozusagen noch Entwicklungspotenziale drinstecken. Hier wäre das Beispiel, dass 4, 3 sozusagen schon relativ gut entwickelt sind, bei 11 und 7 hier noch sehr viel Entwicklungspotenzial ist. Und aufgrund dieser Einschätzung äh, suche ich mir die Items aus, wo ich mir denke, da möchte ich mich weiterentwickeln. Und zu diesen Items erstelle ich dann einen Aktionsplan, wo ich mir notiere, was soll passieren, wie soll es passieren, bis wann soll es passieren und natürlich auch, wer ist wofür verantwortlich. Dann kommt es zur Durchführung. Hier wird dann auch notiert, hier werden Zwischenergebnisse notiert, der nächste Schritt überlegt und natürlich das Wichtigste ist, auch hier ist es wichtig, Belege zu sammeln. Womit kann ich denn belegen, dass ich dieses Ziel erreicht habe? Und als Evaluation kann ich mir dann wieder den Evaluationsstern hernehmen, wieder Einschätzungen machen in dem Bereich und sehen, wo sich was weiterentwickelt hat. Zweite Möglichkeit natürlich auch, dass man sich eine Außensicht hereinholt und zum Beispiel eben dann hier in diesem Bereich auch die Erziehungsberechtigten befragt oder andere Kolleginnen oder die Leitung, die hier dann auch eine Einschätzung in dem Bereich durchführen kann. Die Merkmale des Quick-Checks sind eben, dass er sehr übersichtlich ist. Es ist nämlich für jeden Bereich es ist immer ein Blatt des Quick-Checks ist für einen Bereich sozusagen da und schaut ganz gleich aus. Es ist immer dieser Evaluationsstern, es sind immer 12 Items, 12 Aussagen zur Qualität und auf der Rückseite findet man dann immer den Handlungsplan abgebildet. Er ist niederschwellig, weil man sich den Bereich aussuchen kann. Es geht nicht darum, den Quick-Check von
von der ersten bis zur letzten Seite durchzuarbeiten, sondern man nimmt sich die Bereiche heraus, die einen interessieren, wo man sich sozusagen seine inklusive Qualität anschauen möchte. Er ist sehr handlungsorientiert und gut für die Praxis geeignet. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass Ihnen der QuickCheck Sie unterstützen kann, eben bei Ihrer Weiterarbeit an inklusiver Qualität. Dankeschön und noch einen schönen Workshop.